Hi zu Lucky Recipes! Ich habe letztens bei uns Hummus gemacht, ein bisschen anders, und das hat Robi so gut geschmeckt, dass er gesagt hat, daraus müssen wir ein Video machen. Ein traumhaft cremiges Hummus mit selbstgemachter Cashew-Tahini, abgerundet mit einem frischen Gewürzöl. Perfekt zum Frühstück, Brunch oder als Teil eines vegetarischen Menüs. Wir finden, den besten Geschmack bekommt man mit trockenen Kichererbsen, die wir über Nacht in klarem Wasser einweichen lassen. Am nächsten Tag kochen wir die Kichererbsen in frischem Wasser. Gebt ein wenig Natron hinzu, dadurch werden die Kichererbsen weicher und der Hummus noch cremiger in der Konsistenz. Den Schaum, der sich beim Kochen bildet, könnt ihr abschöpfen und wegschütten. Bei uns hat das Garen etwa 30 Minuten gedauert. Schüttet das Wasser nach dem Kochen ab und schreckt die Kichererbsen in kaltem Wasser ab. Wir möchten ein schön cremiges Hummus haben und da ist es am besten, wenn man die Kichererbsen schält. Aber damit das nicht Stunden dauert, zeigen wir euch einen echt simplen Trick. Alles, was ihr machen müsst, ist die gekochten Kichererbsen kräftig aneinander reiben. Dadurch löst sich die Schale und schwimmt nach oben. Achtet darauf, dass ihr genug Wasser in der Schüssel habt, sonst funktioniert der Trick nicht so gut. Ihr könnt sie dann einfach abschütten. Wiederholt das Ganze ein paar Mal, bis sich keine Schalen mehr lösen. Stellt die Kichererbsen zum Abtropfen zur Seite. Jetzt widmen wir uns der Cashew-Tahini. Heute machen wir unsere Cashew-Tahini selbst, weil das ist günstiger. Aber wenn ihr euch etwas Zeit sparen wollt, das machen wir auch manchmal, könnt ihr einfach fertige Cashew-Mousse nehmen. Die ist auch sehr gut. Wir haben euch unten eine verlinkt. Erstmal werden die Cashews grob im Mörser zerstoßen. Dann röste ich sie in der Pfanne an, bis sie etwas Farbe annehmen. Sobald die Cashews abgekühlt sind, gebt sie in eure Kaffeemühle und vermahlt sie zu einem Pulver. Mahlt so lange, bis das Cashewpulver beginnt leicht zu klumpen. Das bedeutet, dass das eigene Öl herauskommt. Gebt dann schrittweise Sonnenblumenöl hinzu und mixt weiter, bis ihr eine glatte Konsistenz wie bei Tahini erhaltet. Hummusrezepte gibt es ja mittlerweile in allen möglichen Geschmacksrichtungen und Farben und das hat uns dazu inspiriert, unser eigenes Rezept zu entwickeln mit einem etwas anderen Geschmacksprofil. Anstelle von Olivenöl stellen wir uns ein schönes Gewürzöl her. Das Prinzip kennt ihr vielleicht schon von unserem Dal Tadka. Als erstes braten wir Kreuzkümmel und Schwarzkümmel etwa 20 Sekunden lang an. Schaltet dann die Hitze aus und lasst Knobi und Ingwer in der Resthitze braten. Wir haben eine ordentliche Menge Öl verwendet, so hält der Hummus länger. Ihr könnt aber stattdessen auch mehr Wasser verwenden, um eine cremige Konsistenz zu erhalten. Nehmt die Pfanne vom Herd und rührt Kashmiri Chili sowie Currypulver unter. Übrigens, wenn ihr wissen wollt, wie man ein richtig gutes Currypulver selber herstellen kann, dann schaut euch unser Video dazu an. Verteilt das Öl gleich auf 2 andere Gefäße, so kann nichts bitter werden. Die größere Menge samt Ingwer und Knobi kommt in den Hummus und die kleine Portion nehmen wir für später zum Anrichten. In der kleinen Menge sollten daher auch keine Knoblauch- oder Ingwerstücke sein. Jetzt machen wir unseren Hummus fertig. Gebt Kichererbsen, Tomatenmark und das Öl mit Ingwer und Knobi in einen Mixer. Püriert alles, bis ihr eine feine Masse habt. Ich gebe noch einen kleinen Schuss Wasser hinzu, damit der Mixer besser arbeiten kann und wir die Kichererbsen schön fein bekommen. Erst dann gebe ich die Tahini dazu und mixe weiter. So haben wir festgestellt, bekommt man eine tolle Konsistenz. Bröselt noch etwas Kasuri Methi in die Masse. Schmeckt alles mit Salz und Limettensaft ab und mischt es nochmal schön durch. Gebt euren fertigen Hummus in eine Schüssel und rührt ein paar Kreise hinein. Jetzt könnt ihr ihn mit dem restlichen Gewürzöl anrichten. Bestreut es mit einer Prise Garam Masala und verziert es mit ein paar gekochten Kichererbsen.
Genießt den Hummus am besten mit frischem Fladenbrot. Wir essen ihn wahnsinnig gerne zum Frühstück, aber auch gerne mal mittags, wenn wir uns dazu kleine Messe machen. So einfach könnt ihr unseren Hummus zu Hause nachmachen. Lasst es euch schmecken und bis zum nächsten Mal. Tschüss!